Ah, Schlachtfelder. Wie viele habe ich schon besucht und Stunden auf ihnen verbracht. Doch nicht nur in Total War und anderen Strategiespielen bin ich auf eben jenen Schlachtfeldern herumgeirrt. Eine Spielereihe, in der ich das tat, heißt sogar so: Battlefield. Seit Anfang 2012, also zu Battlefield 3 Zeiten, ist die Battlefield-Reihe mein absoluter Favorit in Sachen Multiplayer-Shooter. Mit 15 Jahren war ich, nach USK-Einstufung, eigentlich deutlich zu jung, um mich in die Gefechte zu stürzen, und ich erinnere mich gut daran, wie ich die bestmögliche Argumentation finden wollte, um meine Eltern zu überzeugen, dass ich reif genug war, um es doch spielen zu können. Denn ich hatte richtig Lust drauf. Ich schaute damals die GameStar-Hilft-Videos vom Fabian Siegesmund und war fasziniert von der Optik, den taktischen Möglichkeiten, der Atmosphäre, einfach allem. Also belaberte ich meine Eltern mehrere Wochen lang, dass es hier ja nicht nur ums Töten ginge, sondern dass man mit seinem Team zusammen auf ein Ziel hinarbeitet und das Töten nur Nebensache sei. Zeigte ihnen Videos, setzte meinen Hundeblick auf und durfte dann tatsächlich das Spiel kaufen. Naja, sie kauften es mir. Ich kann kaum beschreiben, was das für ein Gefühl damals war, als ich die erste Runde auf der Karte Kaspische Grenze begann. Alles war völlig neu für mich. Ja, welch Wunder, ich war ja auch völlig neu. Und zu meiner Überraschung war ich gar nicht mal schlecht. Im Gegenteil, ich war am Ende der Runde im oberen Mittelfeld. Das lag nicht daran, dass ich ein Wunderkind war und alles über den Haufen schoss, was nicht bei 3 im Heli war, sondern vielmehr an der Tatsache, dass ich Flaggen einnahm, Kameraden heilte oder wiederbelebte, also das Objective spielte, wie man das im guten Denglisch so sagt. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ich muss nicht gut zielen können, um gut zu sein. Ich muss einfach nur klug spielen und meinem Team helfen. Das ist bis heute für mich mit der größte Reiz an Battlefield, denn in vielen anderen Shootern geht es nur darum, die meisten Punkte durch Abschüsse zu bekommen oder möglichst lange zu überleben. Und das kann ich jetzt nicht so gut. Kurze Zeit darauf durfte sich auch der Werte zu Rafter das Spiel holen und von da an machten wir zu zweit die Maps unsicher. Der Spaß, den ich allein hatte, wurde durch einen bekannten Squad-Kameraden, mit dem man via Skype oder Teamspeak sprach, noch einmal deutlich erhöht und der Teamplay-Aspekt wurde noch mehr in den Vordergrund gerückt. Wann immer es ging, versuchte man sich gegenseitig zu helfen. Man warf sich alle paar Schritte Medipacks oder Munitionskisten hin, sprach sich ab, welche Flagge man als nächstes einnehmen sollte oder fragte sich, auf welchem Hügel der verdammte Sniper rumsaß, damit man ihn zu zweit überwältigen konnte. Oder auch nicht. Nach und nach kamen noch mehr Freunde von mir dazu, wodurch wir die 4 Squad-Plätze füllen konnten und uns manchmal sogar auf mehrere Squads aufteilen mussten. Nun folgt eine Information, die besonders für diejenigen interessant sein wird, die sich immer fragen, warum ein DLC vor meinem Namen steht. Wir gründeten ein Platoon, um alle einen einheitlichen Tag tragen zu können, der im Scoreboard einfach cool aussieht, besonders wenn die ersten Plätze von uns belegt wurden. Die Lappencrew war geboren, ein Name, der unseren bekloppten Haufen gut beschrieb und bis heute bei uns genutzt wird. So ist also der Tag DLC entstanden. Wobei DLC schon blöd ist, wenn man einem englischsprachigen Mensch versucht zu erklären, dass es sich hierbei nicht um downloadable Content handelt. Von da an dominierte die Lappencrew meist die Server, auf die sie jointe. Nicht immer als Top 5, aber fast immer im oberen Drittel. Wir waren gut und das hat Spaß gemacht. Der Höhepunkt unseres Teamplays waren die Squad-Deathmatch-Partien, bei denen 4 Vier-Mann-Squads gegeneinander antreten. Denn auch wenn wir alle alleine nicht die besten Schützen waren, konnten wir durch Kommunikation und schlaue Unterstützung untereinander diesen Faktor kompensieren und gingen dadurch nahezu jedes Mal siegreich aus diesen Runden. Klar, es gab auch viele Partien, bei denen wir vor Frust nur so herumschrien und des Öfteren auch mal die Tastenkombination Alt und F4 nutzten, doch wir sind immer wieder gekommen. Auf schlimme Niederlagen folgten große Siege oder auch nervenaufreibende, knappe Entscheidungen. Das alles führte dazu, dass Battlefield 3 das Spiel mit den meisten Spielstunden bei mir ist. Mit über 400 Stunden liegt es weit vor Shogun 2. Die vielen Arten, auf die man das Spiel spielen kann, machen einen großen Teil des Reiz aus dem Battlefield versprüht. Seien es die 4 unterschiedlichen Klassen mit ihren eigenen Einsatzgebieten und zig verschiedenen Waffen, die man im Laufe der Zeit freischaltet und mit denen man mal besser, mal schlechter umgehen kann. Ich persönlich habe mit dem Medic angefangen, was ich jedem empfehlen würde, bin aber letztendlich beim Support mit seinen dicken Wummen, insbesondere der PKB Pechenek, ein wahres Biest, auf den Geschmack gekommen und seitdem in dieser Rolle anzutreffen. Oder aber die Möglichkeit, dass wer nicht gut zu Fuß ist, auf Panzer, Flugzeuge, Helikopter, Buggies oder einen Schaufellader zurückgreifen und so sein Glück finden kann. Oder vor Wut toben, weil der verkackte Helikopter schon zum x-ten Mal den eigenen fahrbaren Untersatz zerstört hat, natürlich während man gerade draußen stand, um diesen zu reparieren. Aber auch die Karten tragen ihren Teil dazu bei und haben sich in mein Gedächtnis gebrannt. Das saftige Grün der Kaspischen Grenze, die dürren Ölfelder von Operation Firestorm, die U-Bahn-Schächte von Metro, in denen man weder vor noch zurück kam, oder die Container der Team Deathmatch Map schlechthin, Noscher Kanäle.
und noch viele, viele weitere. Irgendwann wurden die Server leerer und wir zogen weiter zu Battlefield 4, welches, wie sich herausstellte, einen ähnlich katastrophalen Release erlebte wie Rome 2. Schließlich war es dann aber spielbar, das gleiche Gefühl wie bei Battlefield 3 wollte sich jedoch nicht einstellen, auch weil wir unseren Tag nun um ein W verlängern mussten, das sieht halt nicht geil aus. Ich war zwar meist wieder im oberen Drittel zu finden, doch es war nicht mehr das gleiche. Die Karten waren oft kacke und einige Waffen ließen sich nicht so führen wie noch zuvor. Die Pecheneck war aber weiterhin ein Biest. Ein Glück. Nachdem sich beim dritten Teil noch alle den Premium Pass geholt und positiv aufgenommen hatten, war ich der Einzige, der das auch beim vierten machte. Was ein Fehlkauf. Meine Freunde konnten die neuen Karten und ich wollte sie deswegen nicht spielen. Und dann wurden sie nach ein paar Jahren sowieso kostenlos. Dann wurde Hardline angekündigt und sprach uns durchweg nicht an. Die Beta wurde noch gespielt, aber befeuerte unser Kaufinteresse überhaupt nicht. Da ging es aber nicht nur uns so. Ich war zwar noch auf einem Release-Event in Hamburg und einer der besten vor Ort, aber das und ein eher peinliches Foto mit Kollega konnten mich nicht davon überzeugen, auch nur einen Cent für weitere Erlebnisse in Hardline auszugeben, wie viele andere auch. Bis Battlefield 1 erschien, sprangen wir ein wenig zwischen 3 und 4 hin und her oder vernachlässigten Battlefield und spielten etwas anderes. Und auch wenn ich mit Battlefield 1 viel Spaß habe und es immer mal wieder spiele, ist es auch hier nicht mehr das gleiche Gefühl wie damals. Auch weil es kein ehrenwertes Pendant zur Pecheneck gibt. Woran liegt das? Hat man sich mit der Zeit einfach an die Spiele gewöhnt? Oder warum entfaltet sich die Faszination einfach nicht mehr? War man früher verklärter und nur die rosarote Brille angelegt? Um das zu ergründen, bräuchte man sicherlich ein eigenes Video. Wenn ich also sage, dass ich gerne Battlefield spiele, schwingt zu großen Teilen die fantastische Zeit von Battlefield 3 mit. Häufig sprechen Surafta und ich über diese Zeit und schwärmen ohne Ende. Wir schwärmen, weil wir mit diesem Spiel unsere Jugend durchlebten, viele Leute kennenlernten und schlicht verdammt viel Spaß hatten. Ja Mensch, das war der dritte Teil der Darum spiele ich Serie. Hier findest du die ersten beiden Teile. Tschüss!